Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute bleibe ich bei dem Thema Ukraine-Krieg, da ich die Videos immer ein paar Tage vorher produziere. Logischerweise weiß ich nicht, wie die Entwicklungen sind, wenn dieses Video dann ausgestrahlt wird. Allerdings kann man das, was ich sage, ja dann auch sichern für unsere Kinder, damit die mal wissen, was passiert ist. Meine heutige Recherche stütze ich auf die Nachdenkseiten, die auch sehr gute Arbeit machen. Und ich habe einen Artikel gesehen von Markus Glöckner, der heißt: Europa will von Frieden nichts wissen, Land muss bereit sein, seine Kinder zu verlieren und Luftwaffe soll Siegfähigkeit mitbringen. Daraus werde ich jetzt zitieren. Die deutsche Luftwaffe muss Siegfähigkeit mitbringen, das sagte der Luftwaffenchef unlängst. In Frankreich meldet sich ein General zu Wort, der meinte wörtlich, das Land muss bereit sein, seine Kinder zu verlieren, und der Friedensplan und der Spiegel echauffiert sich in seinem Leitartikel darüber, dass Trump seinen Friedensplan mit der Brechstange durchsetzen will, während hinter den Kulissen gerade über Frieden verhandelt wird. Fokussiert man sich in Europa lieber auf Krieg. Die Luftwaffe, das ist ein Zitat, die Luftwaffe muss für den Verteidigungsfall auf Siegfähigkeit ausgerichtet werden. So lautet die Überschrift eines Spiegel-Interviews mit dem neuen Luftwaffeninspekteur Holger Neumann. Veröffentlicht wurde das Interview mit einem Foto, das den Luftwaffenchef in Uniform vor einem Kampfjet stehend zeigt. Im Hintergrund sind Bäume und ein Haus zu sehen. Das Militär visuell eingebettet, nicht in ein Schlachtfeld, sondern in ein Stück Natur. An dieser Stelle geht das Problem schon los und springt einem förmlich aus der Überschrift in das Gesicht. Da ist also die Rede von Verteidigungsfall und Siegfähigkeit. Verteidigungsfall? Von welchem Verteidigungsfall ist hier die Rede? Ich habe dazu auch ein Video gemacht, in meinem Archiv seht ihr das. Also, wer soll einen NATO-Staat oder gar Deutschland angreifen? Wäre Journalismus bei einem solchen Interview handlungsleitend? Schon die Frage würden alles, was dann an Antworten zu erwarten ist, zum Zusammenstürzen bringen. Doch es geht weiter, es ist auch von Siegfähigkeit die Rede. Siegfähigkeit? Was denn für eine Siegfähigkeit? Wer soll denn besiegt werden? Die Russen? Jeder, der das Gerede von der angestrebten deutschen Kriegstüchtigkeit mitbekommen hat, weiß, worum es geht. Natürlich geht es nicht um einen Angriff von Marokko oder darum, im Falle eines Angriffs von Thailand siegfähig zu sein. Die Leinwand, auf der ein solches Interview gezeichnet wird, ist jene Leinwand, auf der auch die Mehr vom gefährlichen Russland zu finden ist. Alleine schon der Ausdruck Siegfähigkeit, da gebraucht ein hochrangiger deutscher Militär einen Begriff, als ginge es um irgendein Spiel, bei dem man eben verlieren oder gewinnen kann. In Anbetracht des unermesslichen Leids, das Kriege mitbringen, siegt bei einem Krieg niemand, auch nicht die deutsche Luftwaffe. Ist es denn von militärischen Verantwortungsträgern wirklich zu viel verlangt, nach all dem, was diese Welt an Kriegen gesehen hat, zu erkennen, dass eine solche Sprache bereits den Weg in den Abgrund bedingen kann? Im Wettlauf um den Feindbildaufbau liefern sich europäische Länder ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Gerade stürmt Frankreich vor. Das Land muss bereit sein, seine Kinder zu verlieren, sagte gerade der französische Generalstabschef im Hinblick auf einen möglichen Kriegsausbruch. Die Aussage sorgte für Empörung. Ich finde es richtig so. Auch hier wird die Sprache zum Zeugnis einer militärischen Denkweise, die unendlich viel Leid über diesen Planeten gebracht hat. Pathos geschwängert spricht Fabien Mandon von einem Land, das bereit sein müsse, seine Kinder zu verlieren. Nur ein Land kann nichts verlieren. Menschen, Bürger, Mitbürger, die in einem Land leben, die können etwas verlieren, aber gewiss nicht ihre Kinder in einem Krieg,
denn in einem Krieg werden keine Kinder verloren, sondern auf Befehl der Politik werden im Kriegsfall Söhne und Töchter auf die Schlachtfelder geschickt, um zu kämpfen. Und diese Söhne und Töchter werden dann auf grauenvolle Weise ermordet. In so einem Fall haben Eltern nicht ihre Kinder verloren, sondern die Politik hat sie in den Tod geschickt. Immerhin, ein Teil der Bevölkerung und der Oppositionspolitik scheint das begriffen zu haben. Sind 51.000 Gedenkstätten für die Toten der Weltkriege in unseren Kommunen nicht genug, fragte etwa der linke Politiker Fabien Roussel in Frankreich. Das ist eine mehr als berechtigte Frage. Leider scheinen zu viele Funktionsträger vergessen zu haben, was es mit den Gedenkstätten für die Toten der Weltkriege auf sich hat. Und da ist mal wieder auch der Spiegel. Klar. Gerade schreibt das Blatt in einem Leitartikel unter der Überschrift „Jetzt soll Europa für Trumps Probleme büßen", dass der US-Präsident seinen 28 Punkte umfassenden Friedensplan mit der Brechstange durchsetzen möchte. Da geht die Zahl der getöteten, verstümmelten und traumatisierten Soldaten längst in die Millionen. Und den Spiegel erzürnt es, dass ein Friedensplan mit Nachdruck forciert werden soll. Das ist der Geist, der den Ukraine-Krieg, der mit einer echten Friedenspolitik niemals ausgebrochen wäre, erst hat entstehen lassen. In Europa fokussiert man sich lieber auf den Krieg als auf den Frieden, natürlich nur um des Friedens willen. Doch nein, es geht um keinen Frieden. Soweit Markus Glöckner. Die Hintergründe zum Ukraine-Krieg habe ich geschildert in meinen 2 Broschüren. Ukraine, Schlachtfeld Ukraine, Angriffs- oder Präventivkrieg. Eine Broschüre mit 90 Seiten. Die Fortsetzung mit 160 Seiten. Schlachtfeld Deutschland, wie die Regierung unser Land in den Krieg führt. Hoch- und großformatig, 170 Seiten. Beide Broschüren, ihr könnt es vielleicht nicht glauben, aber es ist so, kostenlos auf info@konservative.de. Der Link ist unten angegeben, ihr könnt auch nur eine E-Mail schreiben, info@konservative.de. Auch in meinem Buch Deutschland unter 2+4 Vertrag habe ich den Krieg thematisiert und genau das Thema, warum die Russen heute glauben, der 2+4 Vertrag wurde von den Deutschen gebrochen, indem Deutschland die Ukraine wirklich absolut fanatischerweise unterstützt. Mein ganz neues Buch heißt Deutschland muss vernichtet werden. Vernichtung, Vertreibung und Zersetzung des deutschen Volkes 1914 bis heute. Ein Buch mit 900 Seiten, mit vielen Fotos über die grausamen Massaker an uns Deutschen. Wir haben uns entschlossen, die Fotos in das Buch reinzunehmen, weil wir glauben, ein Foto sagt mehr als 1000 Worte. Und es ist 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg heute wirklich an der Zeit, dass wir an unsere Toten gedenken, die von den alliierten Massenmördern umgebracht worden sind. Ja, es waren Millionen. Ich habe sie weltweit einzigartig in einer Liste zusammengefasst. Nur unsere deutschen Toten, ohne Kriegstote, nur die Toten aufgrund von Massakern der Alliierten. Diese Liste findet ihr in dem Buch. Die Opferzahl ist viele Millionen Tote hoch. Tote, die heute verschwiegen werden, die noch einmal geschändet werden, indem man ihnen sagt, ja, alle Wehrmachtssoldaten waren Massenmörder, es gab keine Trümmerfrauen und so weiter. Also Leute, dieses Buch ist ein Andenken an unsere Großväter und unsere Großmütter. Es sind sehr viele Zeitzeugenberichte darin. Ihr seht das Titelbild auch noch einmal im Hintergrund. Sehr viele Zeitzeugenberichte, und wenn ihr das Buch erwerbt, dann ihr habt vielleicht noch Zeitzeugen, Oma oder Opa, die dann sagen, ja, genau so war es. Genauso war es, aber man verschweigt das heute. Also dieses Buch ist ein Andenken. Kauft es schnell, wir wissen nicht, wie lange es noch auf dem Markt sein wird, weil natürlich verschiedene Kräfte versuchen werden,
dieses Buch wegzuklagen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich schon für Beleidigungen bekommen habe über YouTube, über E-Mail und über Instagram wegen diesem Buch. Noch eine Bitte. Bitte abonniert mich bei Telegram. Der Link ist auch unten angegeben. Es ist sehr wichtig, weil ich nicht weiß, wie lange YouTube meinen Videos noch zuschaut. Also ich will danach Telegram umziehen und dort die Videos veröffentlichen. Bitte abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter mit meiner Arbeit. Ich bin alleine und ich brauche euch. Ich bin im Kreuzfeuer. Ich setze wirklich meine ganze Existenz ein für das Gedenken an unsere Großmütter und unsere Großväter. Auch meine Familie ist damit im Fokus und ich bitte euch, mich zu unterstützen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.